Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich wollte euch mal wieder zeigen, wie weit ich mal mit meinen Projekten bin. Ja, nach dem Intro seht ihr mehr. Bis gleich. Ja, ich habe ein bisschen Zeit gehabt und konnte ein wenig häkeln. Und da wollte ich euch einfach noch mal zeigen, wie der Stand der Dinge so ist. Na? Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Am besten mit dem, was ich in der Hand habe. Ich schiebe alles mal so ein bisschen rüber, dass ihr besser schauen könnt. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier diesen magischen Topflappen gehäkelt hatte. Schon letzte Woche hatte ich euch den gezeigt. Ich habe ihn ja wie gesagt offen gelassen und hatte aber auch gemeint, dass ich mir den auf alle Fälle noch mal ein bisschen größer häkel. Denn so, wenn ihr schaut, das reicht eigentlich gerade so sozusagen für meine Hand. Ja. Aber ich habe es halt immer gerne ein bisschen größer, so dass ich ein bisschen, ja, nicht nur vorne mit den Fingern greifen kann, sondern auch mit der gesamten Handfläche. Und deswegen hätte ich das gern ein bisschen größer, um mich einfach ein bisschen sicherer zu fühlen. Ja, ich hatte hier von dem Garn noch einen Rest und den habe ich hier schon mal verhäkelt. Dasselbe Prinzip, man startet in der Mitte und häkelt aus der Mitte raus immer größer. Ihr seht es, der hier wird ein Ticken größer. Ja? Wenn man den dann in der Hand hat, hat man sogar noch Spielraum. So wäre er, ja? Passt also genau richtig. Den werde ich auch offen lassen. Hier werde ich noch ein anderes Baumwollgarn mit dazu nehmen. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier den Knäuel noch mit reinmache, was ich beim Teddy damals gekauft hatte, womit ich auch den anderen Topflappen gemacht hatte. Das ist 100% Baumwolle. Das sind 125 Meter, geeignet für eine Dreiernadel. Und ja, ich gehe mal, wie gesagt, davon aus, dass ich den hier einmal mit dran häkel. Ja. Dann habe ich sozusagen hier einmal in Silber das Knäuel komplett aufgebraucht. Weiß ich gar nicht, müsste der gewesen sein. Also es stand eigentlich dasselbe drauf, nur wie gesagt, das war ein Silber von der Farbe her, aber ich habe hier gar keine Nummer oder so gefunden gehabt, dass man sagen konnte, das hat die und die Farbnummer. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist dasselbe Garn, auch vom Teddy ist hier der gewesen, das Grau. Und wie gesagt, einmal der Rest und jetzt kommt dieser Roséton noch dazu. Das häkelt man dann einfach so weit, bis beide Enden so aneinander sind. Und dann ist man damit schon fertig. Man kann natürlich auch anders nutzen. Ihr könnt daraus jetzt auch sozusagen ein Mäppchen machen oder ein Beutelchen oder sowas. Und wenn ihr es faltet, so könnt ihr es als Topflappen benutzen. Hier könnt ihr natürlich auch zumachen, dann ist er ein bisschen dicker von der Stärke her und lässt die Hitze nicht so gut durch. Ist ja auch Sinn und Zweck von so einem Topflappen. Ja, könnt ihr aber selber entscheiden, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, ich habe meinen offen gelassen, weil ich das dann praktischer fand. Dann brauche ich auch keine Angst zu haben, dass ich mich unten an der Ofenwand oder sowas verbrenne. Ja, weil das hier so ein bisschen drüber geht und dadurch ist das auch schön geschützt. Genau, das war der erste. Den häkel ich mit einer Dreiernadel, also genauso wie angegeben auf dem Garn. Habe ich den in einer Dreiernadel angeschlagen und werde den auch mit einer Dreiernadel einfach weiter häkeln.
bin ich gerade mal am gucken. Ich habe gar keinen Anfang hier. Naja, ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Holen wir es hier so aus dem hier. Dann passt das nämlich. Und man kann schön starten. Banderole mache ich ab und lege sie mir rüber, damit das nachher sozusagen in mein Häkel-Journal, wie man das so schön nennt, eintragen kann. Da tue ich immer eine Banderole rein und auch, was ich gehäkelt habe, wann ich es gehäkelt habe, wie ich es gehäkelt habe. Und ja, damit man das weiß, einfach. Ja, das war sozusagen unser erstes Projekt, der magische Topflappen, nur jetzt ein bisschen größer. Dann habe ich an meinem Tuch weiter gehäkelt. Also ich muss euch sagen, das macht jetzt richtig Spaß. Jetzt habe ich es raus, jetzt habe ich den Dreh raus, auch wenn ich lange gebraucht habe. Und jetzt, ja, weiß ich, wie es funktioniert. Es läuft sozusagen. Ich habe jetzt noch ein bisschen, hier seht ihr es ja, ich hatte es ja aufgezogen, weil ich ja den Feder drin hatte, ein bisschen noch von dem aufgeribbelten und hier das kleine Würmchen hier haben wir noch. Das muss ich auch noch dann verhäkeln. Und dann bin ich wieder auf dem Stand wie vorher. Ja, und dann freue ich mich hier auf diesen schönen Farbverlauf. Wobei jetzt schon, wenn ihr es jetzt schaut, hier ist ja schon ein guter Farbverlauf drin. Ich finde das wirklich schön, wie es von dem Rosa in das Lila, von dem Rosa, von dem Grau in das Lila geht, in das Rosé hier oben geht. Und ja, wie gesagt, gefällt mir halt wirklich gut. Das Tuch Romantica. Muss ich mal gerade ein bisschen sortieren. Ich habe ein wenig, ich habe nämlich heute Morgen einfach mittendrin aufgehört. Hier seht ihr es, da bin ich immer an so einem Noppen oder Blüte bin ich stehen geblieben. Da hat aber auch schon der Wecker schon geklingelt, dass ich los musste. Ich habe heute Freitag, wenn ihr das Video seht, ist Samstag. Ja, wie gesagt, ich habe vor der Arbeit noch dran gehäkelt. Aber dadurch, dass bei uns ja, die Straßenverhältnisse nicht so gut waren, durch den Regen und dem Gefrorenen, bin ich halt etwas früher aus dem Haus, damit ich gut auf die Arbeit komme. Ja, an manchen Tagen ist das halt. Finde ich nicht schlimm, das ist so. Ja, Hauptsache man kommt gut an. Fertig. Ja, wenn ihr mal schaut, hier waren wir das letzte Mal, wie wir aufgeribbelt hatten. Und es kam jetzt sozusagen ein halber Mustersatz dazu und fast ein ganzer. Hier fehlt noch eine Reihe oben drüber, dann wäre dieses Muster beendet. Aber ja, wie gesagt, der fehlt noch. Der muss noch drüber. Dann hätten wir 1,5 Musterreihen gehäkelt. Ja. Und so läuft es jetzt wirklich gut. Ich finde auch jetzt sieht es wirklich, also sieht auch schön aus. Ich meine, ich halte es euch jetzt schon ewig in die Kamera, das stimmt schon. Aber es ist auf dem Weg, sozusagen. Und man muss dazu sagen, es ist das erste Mal, dass ich von der Spitze aus gestartet habe. Ich habe sonst immer anders gehäkelt, so dass es halt im Dreieck zunimmt, läuft. Und ja, das ist jetzt sozusagen so das erste Mal.
mit Startschwierigkeiten. Aber gut, das ist so. Ja, würde ich sagen, versetzen wir den Maschenmarkierer. Für unseren Topflappen müssen wir auch noch einen Maschenmarkierer suchen. Auch wenn ich jetzt mit rosa starte sozusagen. Machen wir aber dann gleich noch. So, dann setzen wir ihn hier an die Blüte an. Damit wir wissen, wo wir das letzte Mal waren. Ja, schön. Ich bin mal gespannt, weil jetzt ist ja so ein bisschen stärkeres Rosé hier drin. Aber das schwenkt ja auch noch mal um hier in Fliederton. Und dann noch mal Rosé und dann geht es in das Lila über. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das bei dem Tuch rauskommt, wie das nachher alles aussieht. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ja. Meine Mama ist ja momentan an ihrem Adventskalender dran am Häkeln. Die macht eine Stola von ihrem Woll-Adventskalender. Und da hat sie hier den letzten, weil ich die Tasche gerade in den Fingern habe, da hat sie gefragt, wie wir zusammen Kaffee getrunken haben, ob ich ihr dieses Muster mal zeige. Das würde ihr so gut gefallen und wäre schön dicht für ihren Schal, für ihre Stola zum Anziehen. Also es ist kein Schal, sie macht das halt sehr breit, deswegen eher eine Stola wie ein Schal. Und ja, ich bin mal gespannt. Am Anfang hat sie gesagt, ich sehe ja gar keinen Farbwechsel. Und dann auf einmal, huch, jetzt ist das ja rosa. Also total süß, total goldig. Das hat mich sehr gefreut, dass sie sich da so, ja, so Garn kennt sie halt nicht so. Sie hat immer, ja, wie gesagt, diese Sachen, wo man halt so, ja, wie soll ich das sagen? Das klingt blöd, wenn ich sage, die Sachen, die man so normal im Geschäft zu kaufen kriegt, den Farbverlaufgarn kriegt man ja auch zu kaufen. Ja, meistens halt diese normalen Knäule, die man früher immer halt hatte. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? So Art Sockengarn. Ja. Und normalerweise verarbeitet sie auch die älteren Sachen, wie jetzt von ihrer Mutter, wo ich ja auch Wolle von habe. Und kauft sich da halt wirklich selten was Neues. Und sie jetzt zu sehen mit so einem Garn, mit so einem Farbverlauf, das finde ich schon klasse, finde ich schön. Das freut mich richtig, dass ich ihr damit eine Freude machen konnte. Ja, genug davon. Ja, gut. Das Tüchlein wächst und gedeiht. Und dann, es ist das Märchengarn. Ich habe es euch ja jetzt schon öfters gezeigt. Das Romantika ist das von den Märchengarn. Es ist vierfädig, auch ein schöner Store. Den hatte ich auch in diesem Endline-Verkauf sozusagen. War ein bisschen günstiger damals geholt. Das sind ja manchmal so Packen, wo man gebündelt kaufen kann, dass es 1 Kilo insgesamt ist und dann sind wir verschiedene Knäule drin. Genau, da hatte ich den her. Ja, und das Ganze wird mit der Vierernadel gehäkelt. Jetzt wird es bei uns richtig dunkel. Ich glaube, das regnet gleich wieder. Ja, und dann muss ich euch noch ein richtiges Platzwunder zeigen hier. Die Tasche hatte ich euch vorgestellt. Das ist von Trendfadenliebe Etsy Shop. Da hatte ich euch, wie gesagt, ein Unboxing zugedreht und habe das auch schon veröffentlicht. Verlinke ich euch gerne mal oben. Könnt ihr gerne mal reinschauen, weil ich hatte noch eine andere Tasche dabei. Aber hier die ist es jetzt für das erste Projekt geworden. Und ihr seht es passt alles rein. Also
Ich meine, es ist jetzt sehr, sehr viel drin. Und es funktioniert. Es ist alles drin. Ja. Ich hole jetzt erstmal einfach alles raus, damit ihr seht, wie viel Platz in der Tasche ist. Es ist einmal das Projekt hier drin mit noch dem angefangenen Knäuel. Es ist hier die Häkelnadel drin. Und es sind noch ein paar andere Knäule drin. Und zwar die Knäule, die ich für dieses Projekt aufbrauchen möchte. Das heißt 2, 4. Ich wollte eigentlich sagen 5. Also 2, 4, 5. Aber das 5. habe ich ja hier. Hei, hei, hei. Ja, und hier ist noch die Banderole von dem 6. Also es passt alles wunderbar rein. Also die Banderole steckt hier an der Seite. Ja, die Häkelnadel hat Platz. Passt alles super. Dann kommt das wieder zurück in unseren kleinen Sack, in unseren kleinen Beutel. Also das hätte ich nicht gedacht, bin ich sehr begeistert von, dass der doch so viel Platz hat. Ja. So, ihr seht es und es ist immer noch Platz. Ja. Wenn man jetzt mal guckt. Ne? Also es passt immer noch gut rein. Ne? Ja, wie gesagt, der 5. ist hier. Und das ist auch dieses Garn vom Teddy, was ich mir damals gekauft hatte bei den 30%. Wird gehäkelt mit einer 4er Nadel. Achtet bei sowas, wenn ihr die Nadeln in eure Projektsachen, Beutelchen tut, immer darauf, dass ihr die Spitze nach unten macht, damit ihr euch nachher nicht das Gehäkelte aufzieht. Denn wenn die Nadel hängen bleibt, passiert sehr schnell, dass man sich da einen Faden locker zieht oder so. Ja, das ist Schimmer und Shine, sind 123 Meter jeweils. Ist geeignet für eine 5er Nadel. Ich häkel es mit einer 4er Nadel. Ihr seht es, das Knäuel hier ist schon relativ gut aufgebraucht. Und ja, das wird sozusagen ein Oberteil mit dem RVO von oben gehäkelt. Ja. Hier waren wir das letzte Mal und das Stückchen kam jetzt dazu. Ich habe die Arme schon geschlossen, diesmal ganz normal, ohne Zunahmen. Normalerweise nehme ich hier immer gern so 2, 3, 4 Maschen zu. Das habe ich aber diesmal gelassen. Einfach mal, um auszuprobieren, ob das mit diesem Garn besser sitzt einfach. Ja. Ihr seht es, er läuft von oben runter, genauso wie hier das Ärmelchen. Moment, ich drehe es euch gerade mal. Das ist einmal die Vorderseite und hier ist die Rückseite. Hier ist es jetzt nicht so schön, finde ich, weil hier hatte ich den Fadenwechsel. Dadurch ist das irgendwie nicht so hübsch da geworden. Aber gut, nachher fällt es vielleicht nicht mehr so auf. Sage ich mir zumindest. Ach, hier oben hatte ich ja so offen gelassen. Da wollte ich mir einen kleinen Knopf dran machen. Ich habe so kleine Sternenknöpfe oder sowas und das dann so zumachen. Brauche ich nicht, aber ich dachte, das sieht ganz goldig aus. Ja. Ja, da soll noch die anderen silbernen reinkommen, ist ja nur noch eins. Und hier die grün soll da drunter noch wandern. Also einmal häkel ich Silber komplett jetzt auf und dann kommen die grünen dran. Und dann mal gucken, wie viel, wie lang, je
wie das dann aussieht. Ist es ein T-Shirt oder ein Longshirt oder, wie man das nennen möchte. Ja. Aber wie gesagt, es ist ganz einfach, es ist nur mit Stäbchen gehäkelt von oben runter. Und ja, einfach ist manchmal auch ganz schick, sozusagen. Machen wir unseren Maschenmarkierer mal ab. Wie gesagt, da waren wir, das kam dazu. Und hier sind wir jetzt. So. Ich denke, das ist ganz in Ordnung so. Ja, zumindest gefällt es mir sehr gut. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Das hier Garn war, glaube ich, 100%, na gut, 98% Polyacryl und 2% Polyester durch den Glitzerfaden einfach. Aber trotzdem finde ich sehr schön. Und für überzuziehen finde ich auch völlig in Ordnung. Finde ich klasse. Zieht man halt noch was drunter. Ich habe meistens noch dann, ja, kannst ja ein Baumwollshirtchen oder sowas drunter ziehen. Und dann passt das alles. Ja. Genau. Und der wohnt, wie gesagt, auch hier mit drin sozusagen in dem Beutelchen. Und dann haben wir schon alle Projekte dabei oder angeschaut, eher gesagt. Ich hole gerade mal noch den Maschenmarkierer, damit wir unseren Topflappen hier markieren können. Ich bin am Überlegen, ob ich einen neuen nehme. So einen schönen Schlüsselmaschenmarkierer, Engelchen, ein Engelchen, kein Schlüsselmaschenmarkierer, so ein Engelchen. Aber ich glaube ja, da habe ich mal richtig Lust drauf. Nehmen wir hier den zartrosanen und dann passt das Ganze. So, dann kommt das hier hin. Ich dachte, wenn man das so festklipst, dann müsste das ja auch gut gehen. Flupp. So. Und dann wissen wir auch, dass wir das letzte Mal hier waren. Ja, das waren sozusagen die Projekte. Was häkelt ihr momentan so? Häkelt ihr auch Weihnachtsgeschenke? Verschenkt ihr selbst gehäkeltes? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. An so Sachen denke ich immer erst, wenn ich am Schluss bin. Ich nehme mir immer vor, ich frage das im Video, damit man das auch bis zum Ende sich noch hinschreiben kann und merken kann und alles. Aber das vergesse ich irgendwie immer. Ja. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr Sachen, die ihr selbst häkelt, auch gerne verschenkt. Oder, und wenn ja, was? Das wäre mal schön zu wissen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Habt noch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.